Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit den Travel Explorers. Heute zeigen wir euch die schönsten Sehenswürdigkeiten in Lissabon, der Hauptstadt Portugals. Lissabon liegt an der Mündung des Flusses Tejo und bietet einen idealen Mix aus Städte- und Strandtourismus. Somit die ideale Destination für einen Kurzurlaub, da hier für jedermann etwas dabei ist. Beginnen wir mit den schönsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Der Praça de Comércio, auf Deutsch Platz des Handels, ist einer der wichtigsten Plätze der Hauptstadt. Der Platz liegt direkt an der Mündung des Flusses Tejo und bietet euch eine atemberaubende Aussicht auf das darauffolgende Meer. Bis zum Jahre 1755 befand sich dort das königliche Uferschloss, welches durch ein verheerendes Erdbeben zerstört wurde. Mittlerweile ist die große Fläche ein beliebter Veranstaltungsort und zieht viele Touristen aufgrund der traumhaften Lage magisch an. In den Passagen der angrenzenden Gebäude gibt es zahlreiche Restaurants und sogar ein Biermuseum. Durch das beliebteste Fotomotiv des Platzes, den Arco da Rua Augusta, gelangt ihr in die Baixa Bombalina, die bekannteste Einkaufsstraße Lissabons. Eine Besonderheit stellen die zahlreichen Mosaike auf dem Boden dar. Auch hier findet ihr zahlreiche Gastronomiebetriebe, die jedoch aufgrund der Lage etwas teuer sind. Wir empfehlen, dass ihr in den angrenzenden Seitengassen nach einem Lokal sucht. Hier ist es normalerweise ein gutes Stück billiger. Das Castelo de São Jorge ist eine Festungsanlage mit integrierter Burgruine auf einem der zahlreichen Hügel in Lissabon und überthront die Hauptstadt. Die Anlage ist etwa 6000 Quadratmeter groß und wurde jahrhundertelang als Königsburg genutzt. Auch das Castello wurde bei dem schweren Erdbeben 1755 weitgehend zerstört. Heute zählt das Areal zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und zieht mit seinen vielen Türmen, Wachposten, Burggraben und Ausgrabungen tagtäglich unzählige Besucher an. Die Tickets kauft ihr euch am besten im Vorhinein online, da ihr somit die langen Warteschlangen beim Eingang umgehen könnt. Am Gelände selbst habt ihr eine atemberaubende Aussicht über die gesamte Hauptstadt und der Tejo-Mündung. Ein Besuch hier oben ist definitiv ein Muss. Die Anfahrt bewältigt ihr am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel mit der legendären Straßenbahn 28E. Wir persönlich empfehlen jedoch den Bus, da dieser weit geräumiger ist und man viel schneller an sein Ziel kommt, da die Linie 28E von hunderten Touristen benutzt wird und die Wartezeit dafür sehr, sehr lange ist. Dabei fährt ihr auch durch das gesamte Burgviertel und kommt unter anderem auch an der Kathedrale von Lissabon vorbei. Aufgrund der zahlreichen steilen Hügel in Lissabon wurden in den späten 1800er Jahren einige Standseilbahnen errichtet, um den Menschen das Fortkommen innerhalb der Stadt zu erleichtern. Eine davon ist die Standseilbahn Gloria, welche euch vom Stadtzentrum in das berühmte Viertel Bairro Alto bringt. Die Fahrt mit der Standseilbahn ist im Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel inkludiert und spart euch einiges an Geld, da die Einzelfahrt 3 Euro kostet.
Oben angekommen könnt ihr das berühmte Altstadtviertel mit seinen zahlreichen Restaurants, Bars und Clubs erkunden. Das sogenannte Hieronymuskloster befindet sich im Stadtteil Belém. Dieses Kloster wurde im Jahre 1544 erbaut und beeindruckt mit einer wunderschön verzierten Fassade und zählt zu Recht zu den schönsten Gebäuden Portugals. Der Eintritt kostet 10 € und ist in der Lissabon Card inkludiert. Ihr solltet jedoch so früh wie möglich dort erscheinen, da die Warteschlange sonst sehr, sehr lange sein wird. Die dazugehörige Kirche hat einen separaten Eingang. Hier wird kein Eintrittspreis verlangt. In diesem bedeutenden Bauwerk der Spätgotik befinden sich auch die Sarkophage von Vasco da Gama und verschiedener portugiesischer Könige. Der Torre de Belém ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Lissabons und befindet sich direkt an der Mündung des Tejo, neben dem nahegelegenen Hieronymuskloster. Die Anlage wurde im Jahre 1521 fertiggestellt und diente als Leuchtturm für die ankommenden Seefahrer sowie als Wehrturm gegen mögliche Angreifer. Bis ins 19. Jahrhundert diente er zusätzlich als Gefängnis und Waffenlager. Die oberste Etage in 35 Metern Höhe dient heute als beliebte Aussichtsplattform. Auch hier gilt wieder: früh anreisen für kürzere Warteschlangen. Bei dieser Brücke handelt es sich nicht um die Golden Gate Bridge, sondern um die Brücke des 25. Aprils. Mit einer Länge von 2278 Metern ist sie übrigens die drittlängste Hängebrücke der Welt. Mitten im Stadtzentrum befindet sich eine weitere bekannte Sehenswürdigkeit, von denen viele von euch mit Sicherheit schon Fotos gesehen haben. Der berühmte Aufzug Elevador de Santa Justa. Mit diesem Wunderwerk der Technik legt ihr in wenigen Sekunden 45 Höhenmeter zurück und kommt im jeweils anderen Stadtviertel wieder raus. In der oberen Etage könnt ihr einen faszinierenden Rundumblick auf Lissabon genießen. Von unten nach oben müsst ihr mit langen Wartezeiten rechnen. Andersrum stehen jedoch kaum Leute an, weshalb das die schnellere Variante wäre, wenn ihr eine einfache Fahrt damit unternehmen wollt. Lissabon verfügt über ein ausgezeichnetes Verkehrsnetz, speziell was den Schienenverkehr anbelangt. Daher könnt ihr bei genügend Zeit auch einen Ausflug in die sehenswerten Städte der näheren Umgebung einplanen. Zum Beispiel nach Cascais, eine beliebte Stranddestination und sehr schöne Kleinstadt. Oder ihr fährt um ca. 2,50 € mit dem Zug nach Sintra, eine Stadt, die aufgrund ihrer zahlreichen märchenhaften Paläste Touristen aus aller Welt anlockt und zu Recht zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Gleich gegenüber dem Bahnhof, von dem aus ihr nach Cascais fahren könnt, befindet sich die Mercado da Ribeira, die berühmte Markthalle Lissabons. Hier könnt ihr frische Lebensmittel und Spezialitäten aus ganz Portugal kaufen
oder euch direkt durch die portugiesische Küche im dazugehörigen Time Out Market probieren. Wir hoffen, dass euch unser kurzer Ausflug nach Lissabon gefallen und ihr viele interessante Details erfahren habt. Vielleicht plant ihr auch mal einen Städtetrip in diese wunderschöne Stadt. Vergesst nicht, unser Video mit einem Daumen hoch zu bewerten und unseren Channel zu abonnieren, um keines unserer künftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, eure Travel Explorers.